Okay, wir werden einmal beten und dann werden wir singen. Ja? Dankeschön, Jesus, für diesen schönen Morgen, den du hier hast. Dankeschön, dass wir hier sein und dass wir können singen, loben und dir danken für was du in uns Leben lässt. Ich will dir beten, musst du jeden Einzelnen erfüllen, was du tust und wir teilhaben an der Botschaft und das Singen. Ich will dir danken für das und Jesus nu. Amen. Leute singen, und wir klicken. Singt mit, und werden wir Gott loben und danken. Wir werden singen, wir sehen es die nun. Wir werden dat letztlich über alles, dat ons Herr es machtig hoch gehoben, und er ist herrlich, und er ist scheinlich, über alle Trauns. Oh
hei es uns euer Fuder. Wir werden uns ein Kartlet singen, wo du sagst, die hätte ihr in der Umbetung. Und hei es wunderbar groß. Und wir werden das Lied singen und werden somit Gott loben und preisen und dann wird es sein, dass angehörte ihr. Wir werden ein Lied singen, herrlich, herrlich, herrlich. Ah
wie David der Titel geben, dass er kann uns den Timer bringen, die Botschaft bringen. Und wir wollen Leute singen, das ist mein Verlangen zu ehren die. Dass wir wollen uns an Jesus ehren und dass wir wollen an von ganzem Herzen danken, was er für uns tun kann. Also singt das Leute mit, ich kann das alle, glaube ich, und singt das natürlich mit. Okay, wir wollen den David hier, der wird uns in den Timer bringen. Morris en hier Raina, ik vrij me jullie te bereiken durven van deels Morris, ook van dit een beetje een de waagjes, aber trotzdem frage ich mich für diese Möglichkeit oder trotzdem jetzt, dass wir irgendwie das Wort Gottes anhören können und doch direkt fahren und ans Haus. Ich freue mich durch und wo jedet die van deels Morris? Wo is het, oder wo hebben die de laatste tijd gewoond? Het is een beetje ungewöhnlich, nicht? Dat is, wir sind in einer Zeit, wo auf einmal von der ab morgen alles anders ist, als was wir gewohnt sind. Und
Und wir haben alle verschiedene Wege, wo wir das sein. Einige sein das sehr schlimm, einige sein das nicht so schlimm, aber das ist nicht das Thema. Das ist betroffen, sind wir über alle Seiten in dieser Leo. Und ich kicke Platz, Stunde 3, ich kicke eine Predigt, und mir wird doch ein bisschen so, na ja, wo bet einer für diese Leo? Beten bloß Gott, nimm das wahr, das ist so schwierig, das ist nicht so schlimm, das ist für die doch uns einfach, nimm das wahr, und dann ist das Problem bei dem wahr. Und das Prediger sieht dann, doch das so. Kijk mal, wie Menschen, die sind alle drauf, wie sind jeder einer hat seinen Weg, jeder einer strebt seine Sachen, seine Taten. Wir haben alle unsere Drogigkeiten, aber nun auf einmal dort so, dass das manche Punkte ist nicht bloß national, das ist international, das wird über die ganze Welt. Und plötzlich ist auf einmal jeder einer von seinen eigenen aufgekommen und wir sind alle mit denselben Gedanken. Und wir kämpfen alle mit dasselbe. Und das geht so an das Überleben. Und jeder tut an das Überleben, wo wir das nachher alle überkommen, wo wir unbeschädigt blieben, also nicht geschult worden oder wo wir das. Also wir sind mit unseren Gedanken auf einmal alle die ein und dasselbe. Und so heute das ist eine Gelegenheit, wo Gott eigentlich viel wirken wird. Wo auf einmal Menschen alle mit aufmerksam sind und weißt du, manchmal wenn wir so sagen, auf unsere eigene Wege und auf unsere eigene Dreckigkeiten und bloß an uns selbst konzentriert sind, ans Leben, dann braucht Gott manchmal so einen Weg, aus das an unsere Aufmerksamkeit zu kriegen. Und er sagt, wird von der kommt nicht direkt von so sie allgemein die Versammlung haben kann, wird viel mehr, dass Menschen gut Gottes würden hören, dass evangelisch sozial ist, und auf einmal in dieser Zeit sind viel mehr Menschen, die durch Gott freuen, die durch Gottes gut hören. Und du wissen wir nicht, soll ich beten, dass Gott nämlich bloß weiß, wann Gott am Wirken ist, oder soll ich Gott danken dafür, also nicht in dem Sinne, dass wir dankbar sind für das Kranke hilft oder Todeshilfe, sondern dass Gottes Recht wird gebüht. So, Gott braucht manchmal so eine Dinge aus dort, um unsere Aufmerksamkeit zu kriegen. Und was ist wirklich wichtig? Wir kämpfen, wir sind alle darum zu tun, dass wir überleben wollen, dass uns das nicht einmal anstecken wird und uns auch sogar das Leben kosten kann. Und du mache ich mir einfach Gedanken und dachte mir so, das Leben das ist sowieso Passagier, das Leben ist vergänglich, auch von dieser Krankheit oder von irgendwas anderem, trotzdem, das physische Leben, das geht irgendwas von nachher ab. Und so, was ist wirklich wichtig? Das ist gut, wenn wir körperlich überleben können, aber noch viel wichtiger ist, dass wir erreut sind, dass wir jässlich überleben. Und mir einfach so einen Gedanken, wenn wir in so einer Pandemie sind, in dieser Zeit, könnte das auf einmal das Weltding sein, das ist vielleicht eine Frage, die du aufgeklärt hast, könnte das auf einmal das Ende sein von der Welt? Könnte Jesus auf einmal hastig weiterkommen, könnte das auf einmal der Moment sein, seine Gerecht, wenn Jesus was seine Gemeinde kommt holen. Und dort komme ich einfach auf den Thema, dass wir reiten, dass wir Jesus sehen in dieser Zeit, dass wir empfangen, dass wir annehmen, dass wir reut sind, wenn er einmal wahr kommt. Und dann komme ich von der Thema gewählt, dass der Jnod und Jesatz. Die Hierarchievorderkeit durch den Glauben, den Ausschnitt von Galater 3 von 6 bis 14. Und ich würde gleich, wenn wir den Ausschnitt einmal lesen, Galater 3 von 6 bis 14. Das heißt so wird mit Abraham der Glaube Gott und dort wordt aan als gerechtigheid aangeredet. Daarom kan we zijn, Abraham zijn Kinder werden die geloven.
Der Schrift sagt dort auch in Verlüt, dass Gott der Völker durch den Glauben gerecht machen würde. In Predigt über den Alter Abraham und sagt, durch die sollen alle Völker gesehen worden. Und du werden kriegen die, die durch Glauben, denselben sehen als Abraham, der durch Glauben war. Wer sich ab Worten ut dem Jesatz verlässt, es ohne einen Fluch, wer in der Schrift sagt, verflucht es ein Gitter, der nicht alles hält in der, was in das Gesetz geschrieben steht. Dort ist klar, dass durch das Gesetz kein Mensch vor Gott gerecht ist, wird wer durch den Glauben gerecht ist, soll leben. Das Gesetz aber hebt sich mit dem Glauben nicht auf. Dort heute, wer dort was das sagt, wird leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch, den das Gesetz über uns braucht. Dadurch, dass er den Fluch ab sich nimmt, wird dort steht geschrieben, wer um Kreuz hängt, ist verflucht. Und dort Abraham sind Serien durch Christus Jesus ab der Welt gekommen ist. Und so haben wir den Jesus gekriegt, der uns versprechen wir, wann wir bleiben müssen. Und wir werden einmal ein paar beten. Vor dem Himmel, wir sagen die Dankeschön von Deus Morius. Ich danke dir für diese Gelegenheit, dass wir haben, durch den Gut zu lesen und zu kicken, was du von Deus kannst sagen lassen. Bruder, wir freuen uns, dass du diesen Zeit sehnst. Und ich bete, dass noch ein Leben zurückkommt, dass du bist, ich von Deus reden soll. Und ich freue mich, dass du jeder Zuhörer von Deus sehen und der ist in Halb uns zu verstehen, was du von Deus für uns hast. Und wir danken dir dafür und wir beten das in Jesus Namen. Amen. So, und das Thema geht von der grundsätzlich, das wir gelesen haben, geht eigentlich über 3 Dinge. Das geht über Jesatz, Jnod und Glauben. Die Rechtfertigung durch den Glauben. Diese 3, das Größte von den 3 ist der Jnod. Und das Gesetz weist uns Bedürfnis. Der Jnod ist dort, wo Gott versorgt oder reingestellt hat, um uns Bedürfnis zu stellen. Der Glauben ist die persönliche Umwandlung dort Unternehmen, wo Gott reingestellt hat. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, wir wollen nun nicht lesen, aber wenn wir die ersten 4 Vers lesen in Galater Kapitel 3, dann kann es sein, dass Paulus durch die Rede, und das ging daran, dass die Galater wird gepredigt worden. Also Paulus wird die Galater gewasst, dann hat er das Evangelium gebracht und sie haben das Evangelium angenommen. Aber nun ab einmal werden sie von Glauben geirrt, wenn wir den Ausschnitt lesen. Dass sie das Evangelium gehört und angenommen haben, kann wir ganz klar sein, wenn wir den Vers lesen würden. In Vers 3, das sagt, sind die so verdreht und jetzt habt ihr angefangen und reden die nun im Fleisch fort zu werden. Also in irgendwie war angefangen. Und dass wir das glauben, aber nun werden wir so Menschen gekommen und haben ihn wahrscheinlich durch den anderen gebraucht und gesagt, dass das Gesetz holen, dass die hier noch total und so weiter. Und dass sie das gehört haben, das auch in diesem Vers, dass Paulus in früher und jetzt hat er angefangen, in den Fleischweg einbringen. Und da ist klar, dass nun der Paulus das Evangelium gepredigt hat, dass durch so, sagen wir, fanatische Juden oder so Juden, die durch so am das Gesetz bleiben, würde nicht sagen kann, dass er nun deuten, dass es noch Worten sagt, wie ich weiß nicht, irgendwie fängt wir auch, dass sie haben in Gefallen daran, Streiterie anzureichen, vielleicht auch für was sie kämpfen. Vielmehr hängt es vielleicht am Ansehen oder an den Erfolg, was Paulus hat, aber sie, das ist, was sie deuten. An Paulus, als Paulus reisen deuten und predigen deuten, dass sie sehr fern herumgehen und dann sagen, dass noch was fehlt und das werden die 10 Gebote. Gehorsam zu Moses in Jesatz. Genug wir fein, aber genug wir nicht gut genug. Dass wir noch neidig die Gebote zu haben. Und so brauchen sie die Menschen, die genug angenommen haben, durch den anderen versuchen, andere um ihr das Gesetz zu bringen. Und in dieser 4 Vers
Das ist einfach, wo Paulus sein persönliches Argument gibt, wo einfach nochmal darstellt. Das, was in erst das nicht wird, was von dem Jesatz kommt oder was sie kriegen, was in den Jesatz haben, sondern dadurch, dass sie den Glauben an Jesus Christus angenommen haben. In Vers 6, Bad 14, was wir jetzt den Ausschnitt, was wir jetzt gelesen haben, wir das am biblischen Argument über Jnod in der Jesatz. Jnod Argument, ich nehme an, dass wir das verstehen, das ist ein Grund für Reichfolgen. Also in diesem Ausschnitt von das Bad 14 gibt Paulus ein biblischen Argument über Jnod und über Jesatz. Die Juden hielten fest an das Jesatz und werden der Meinung oder Glauben, dadurch gerechtfertigt zu werden. Und wir wollen nur das noch mehr sagen über Jesatz, wo Paulus dann nur ganz drei Jahre von wo alles anfängt. Und Vers 6 sagt, wo Paulus dann sagt, dass so wird es mit Abraham, der glaubt Gott, und dort wird namens Gerechtigkeit angerechnet. Und nicht durch Jesatz, und der Abraham seiner Zeit existierte überhaupt noch kein Jesatz. Also Paulus hat ganz drei von guter Anfang. Und dort sagen wir hier in den Vers, das fängt mit Glauben an. Und wenn ich die Bibel an und machen mitverfolgen, so ein Vers, ich würde gleich den Vers zu lesen mit 1. Mose 15, Vers 6. Dort sagt und sie kriegen, okay, jetzt sind wir falsch übersprungen. Abraham sah sein Vertrauen ab den Herrn. Abraham sah sein Vertrauen ab den Herrn sein Versprechen. Und der Herr tat am Duder gerecht. Kijk mal een Vers, wat we in 1. Mose 15, Vers 6 lesen. Abraham sah sein Vertrauen ab Gott. Und sein Versprechen, und der Herr tat am Duder gerecht. Und ich würde noch gleich ein weiteren Vers, was wir hier haben. Ich habe mir den hier nur nicht abgetekent, aber das steht bei den Korinther, und du seht Paulus, und er kriegt die Beschneidung aus ein Ticken für seine Gerechtigkeit durch den Glauben. Dem beschneiden wir. Guck mal, heute haben wir neben den Vorstellungen gesagt, er kriegt die Beschneidung aus ein Ticken für seine Gerechtigkeit durch den Glauben. Dem beschneiden wir. Also, die Beschneidung, dass wir nun auch nicht der Leistung. Also, Abraham, die reich gesprochen worden, vorher die Beschneidung hat. Und so soll ein Fuder über all die Sünden, die durch Glauben wurden, ohne beschnitten zu werden, dort an die Gerechtigkeit kann angerechnet werden. Also, heute wird gerecht gesprochen, vorher die Beschneidung haben. Wir sehen dort und wir lesen dann, das Gesetz an der Beschneidung, das wird bei den Jahren abwandern, die Juden viel sagen, was jeder einer muss haben. Eben nach Luther, dass die Policy nicht war, verlangen, dass sich beschneiden soll. Also, sie sagen ganz ab der Beschneidung und ab dem Gesetz. Und so hier haben wir den Vers gesehen, dass Abraham wir all die Reiche sprechen, vorher beschneiden wir. Mit Abraham fängt das an, wodurch das Volk Israel entstand in den gebotenen Jahren nach der Krieg, nur Abraham, vielleicht 430 Jahre, wird das alles nach Moses. Und wir sehen, dass Abraham glaubt Gott und dadurch wird gerecht, nicht durch Beschneidung, nicht durch Geboten holen oder sonst irgendwas, sondern er glaubt Gott und dadurch wird er von Gott gerecht gesprochen. Vers 7 sagt, darum können wir sein, Abraham seine Kinder werden die du glauben. Die Juden werden wahrscheinlich, nicht bloß wahrscheinlich, dass wir so, die werden der Meinung, dass wir sind die Nachkommenschaft von Abraham. Sie werden die Beschneidung haben, die Geboten haben, und sie werden automatisch Gott sein Volk. Und wir sehen das doch in Johannes, wo Jesus dann auf einmal so mit
mit den Reden und Striden und so, dann betonen sie auch, wie sind Abraham seine Kinder. Bloß weil sie in dieser Terrenumkommenschaft Abraham, die hier beschnitten werden, dort Jesatz haben werden, dort taugen sie sich automatisch also zu Kinder Gottes. Dort wird begleitet zu sein, dass ein Baby dafür stehen von welchem Tag, wenn ein Kind wird in eine christliche Familie geboren, dann man glauben wird, welches Kind in eine christliche Familie geboren ist, ist das seilig. Und das ist nicht so. Das ist für jeden ein Apport, der bleiben wird. Das ist nicht was ein Mensch. Die Seiligkeit ist nicht was ein Mensch ordentlich. Nicht die Juden durch das Jesatz, und auch nicht wie durch unsere Eltern, welches Christen wird. Wir sind nicht automatisch Gott seine Kinder. Und das ist leider nicht so. Der Abraham seine Familie hier in dir, der du bleibst. Glaubst du? Der Abraham seine Familie hier in dir, wo du bleiben. Vers 8 war gut noch einmal und sagt, dass der Schrift dort auch im Verütsehen, dort Gott, der fällt ja durch den Glauben gereicht werden wird. Und seht du, wen auch der Abraham, dort durch Arm sollen alle Völker gesehen werden. Vers 9, das sehen es auch unser von, das sehen es von der auch unser, wenn wir glauben. Glaubst du? Da hat mir manchmal so gedacht, na ja, dass Gott hat sich ein besonderes Volk überwählt und er hat er die Geboten gegeben und eben auch, dass Jesus der am Anfang behandelt hat, wo er einmal gefragt wurde und sagte, das ist nicht gerecht, dass ich die Kinder Brot nehme, das dort dann wieder für mich mal eine Zeit so, dass, naja, ich weiß nicht, wo ich glaube, dass bloß der Stammwert ist ausgewählt und was ist mit all uns anderen. Und diese Forschung, die wiesen ganz klar, dass diese Verhaltung, der ist vor allem der Glauben wird. Wenn wir glauben, dann taugt auch diese Verhaltung für uns. Und da wollen wir Luther noch mal davon sein. Vielleicht fragen wir uns, vielleicht weißt du die, für was dann der Jesatz, der Geboten gegeben ist. Und für was wir Für was wir die Gesetzen gegeben. Und jetzt erstens in Vers 9 in den selben Kapitel können wir lesen, dass Gesetz war oben angegeben zum Auftragen, über was sind wir. Durch Herr, wir nicht was der Sinn offenbar wird, was weiß, was der Sinn ist. Und wenn man Vers 24 lesen, dann sagt Gott, dass Gesetz wir der Belehrer, dass Christus kennen. Und drittens, dass wir der Wegweiser ab Jesus haben. Dass wir nerven das Gesetz, dass wir nerven geben, wodurch ein Mensch kann sein geworden. Wir haben interessant, was wir mal in unserem Pole-Studium haben, mit Bildern so, oder den Gleichnissen geben. Das ist ein Show. Ein Show ist, wo uns den Weg weisen wird. Wenn wir wohin fahren wollen, der kann uns den Weg weisen. Aber wo kann ein Wegweiser uns anbringen? Noch nicht. Ein Wegweiser kann uns noch nicht anbringen. Ein Wegweiser kann uns bloß den Weg weisen. Und dort ist, wo das Gesetz wird. Das Gesetz, dass wir nicht in Mädel oder Menschen können gehabt worden, wird aber gepraktiziert wird und von der Tag noch wird. Dort kann uns bloß den Weg weisen. Dort kann uns noch nicht anbringen. Und so wird dort mit dem Gesetz. Und leider wird dort ein erst von der noch Befehle so. Die Juden durch Geboten holen und wie kann dort durch viel Geld dann kann das vielleicht noch mal übrigen. Und das ist unglaublich, wo das Land prägen kann, dass Menschen an das festhalten. Und wie sein Ibn Petrus, das ein Apostel Luther, dass er noch mal die Gesetzlichkeit nachfallen, wo Paulus anderen für alle Prachtwiesen wird. Wo das, ich weiß nicht, wo das geht. Vielleicht
Vielleicht denkt ihr nochmal so, wat het wirklich alles zijn. En dat we denken manchmal so, dass wir mit Gott noch überhalten. Genug kann bloß aber nicht ganz genug sein. Und verstehen sei wie, dass Krieg nicht taugt. Wer sich auf Worten üben Jesatz verlässt, ist in einen Flug. Also Worten regt nicht taugt. Also wenn wir versuchen durch Worten, durch Geboten nach Gott zu kommen, dann schauen wir an den ihnen Weg nach Gott zu kommen. Und das ist allmählich. Der Weg, es kommt bloß von Gott nach uns geführt worden. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 8, ich sehe den Weg, die Wahrheit und das Leben, keiner kann einen Bruder Güter durch mich. Durch Jesatz ist das allmählich. Durch Jesatz kommt Verdammnis. Weil das Verlangen eine Vollkommenheit, wenn wir das zu lesen dann. Der zweite Part von Vers sagt, verflucht ist ein jeder, der nicht hält im Bett, wo im Jesatz geschrieben steht. Verfehlen wir uns an ein, verfehlen wir uns an alle Gebote. Also, der Jesatz würde überhaupt nicht unbeschränkt sein. Das trügt keiner von uns. Ich stand dann nochmal über diesen Jüngling, wo er mit Jesus am Weg war, und wo weit von geraten worden. Und da hat Jesus gesagt, die Gebote habe ich noch von klein an alle gehalten. Mitten mit die Rost und ich so, da sein, dass hij noch von klein auf an alle gehalten und brugte wie auf das erste Gebot, und Jesus wusste. Und dass ein Gebot, das wir haben, das bleibt Gott von ganzen Worten, von ganzen Seelen, mit den ganzen Worten, also mit allen Kraft Leib gehen. Und dann wird wir seine Leib wir an seinen Besitz, an seinen Reichtum und dort, was er ihnen trägt. Also mit dort hat ein Jesatz geprägt und du mit alle Jesatzen geprägt. Also der Jesatz, gut, ich glaube, hier würde nicht Gelegenheit sein, aber bloß, wenn du die Jesatzen alle haben wirst. Und wer will seine Zeit mit dort verbringen? Das ist einfach das Falschste aller durch. Mit Jesatz hast keine Übertretungen reich vor dir. Das ist keine reich vor dir. Durch das Jesatz ist kein Mensch verurteilt, keiner. Das Licht nur an den Jugendschien wird reich vor dir. Nicht so, wie kann Licht irgendwo reich vor dir? Man nicht irgendwo, das dort mit uns oder mit den Nächsten, wir sind ganz busig mit reich vor dir und so eine Dinge ist dort. Aber heute das schafft nicht mit Gott. Und wir haben dort einen Vers in Lukas 16, 15. Das mit Gott, das ist das Wort, was mit Gott ist. Lukas 16, Kapitel 16, Vers 15, da seht Jesus zu den Pharisäern, die sind die für Menschen reich worden. Gott aber kann keine Worte, weil es dort von Menschen hoch angesehen wird, weil das Wort von Menschen hoch angesehen wird, und Gott seine Augen ein Aufschub. Also, wenn ihr Menschen, wenn ihr Angst habt, wie alle haben, wie kann vielleicht reich werden und so eine Dinge so. Aber wenn nur gedacht an der Radung und der Jesatz und wie verfehlen uns ein Angebot, weißt du was, du ja für keine reich werden werden. Wird es sein, dass Gott sieht alles. Gott kann unser Wort. Ob die Geboten oder Godenworten zu vertrauen, bringt uns in ihrem Flug. Also, das sage ich ganz klar sein in den 10. Vers. Dort, wer sich auf Worten in den Jesatz verlässt, erst in ihrem Flug. Das ist ein Urteil, was wird von jedem ein sein, der das wird versiegen, weil der Jesatz oder durch gute Worte, durch irgendein anderes Mittel nach Gott zu kommen, als durch das, was Gott genannt hat. Er ist der Weg, der Wahrheit und das Leben. Wenn wir versiegen durch irgendeinen Weg, einen anderen Weg, nach Gott zu kommen,
die es nur diesen Forschung und ein Urteil und ein Fluch. Und dann kommen wir bei dem Punkt Jnod. Der Jnod ist der Radung. Der Jnod kennt der Jesus. Johannes 1,17, wenn ihr das nun lesen wollt, du sagst dort, dass Jesatz wir durch Moses gegeben, aber Jnod in Wahrheit kämen durch Jesus Christus und nicht durch Jesatz. Christus rät uns von der Verdammnis, wo dort Jesatz uns braucht. Versteht hier, Christus hat uns losgebracht von dem Fluch, den der Jesatz eben uns braucht, dadurch, dass den Fluch ab sich nimmt. Also wir sagen hier ein paar Dinge. Jesus hat uns losgebracht von dem Fluch, also wo der Jesatz eben uns braucht. Dadurch, dass diesen Fluch, wo er uns wieder ab sich nimmt, nur versteht hier nun. Mögt sich an unser steht zum Fluch, nur diese Forschung. Noch unser steht in bloßen Wort besiegt, Galater Kapitel 4, Vers 4 und 5, da wird uns der Vers einmal lesen, das sagt, aus der Tief ist gekommen, wir schafft Gott sein Sehen, geboren von einer Früh, ohne dort Jesatz gestaubt. Heu soll die Losigkeiten, die ohne dort Jesatz werden. Dass Gott uns kann annehmen aus seinen Kindern. Hij wordt nicht an Grund an unser steht zum Fluch gemerkt worden, oder das Abnehmen, wann er das Jesatz nicht wie Jerusalem gewas wird. In Matthäus 5,17 lesen wir, dass Jesus sagt, denkt nicht, dass gekommen sie Moses den Jesatz in Wort, wo das Feind gelehrt haben, zu nichts mehr. Sie nicht gekommen, dort Sieg zu bringen, aber zu erfallen. Dadurch, dass dit erfällt sich, Wort von einem geschrieben wird. Und das wir geschrieben von einem, dass noch, also, dass uns losgehen kann, noch das Jesatz, dort wo die Verdammung eben uns brauchen, dem Fluch, wo eben uns wird, noch absetzt. Freiwillig noch der steht in dem Fluch, der unter dem werden. Also freiwillig noch der steht in den Fluch, der unter den Fluch wird. Er starb für uns, der Gerechte für die Ungerechte, um uns mit einem Bruder nehmen. Das ist, was er getan hat. Dort, der du in Kenntnissen bist, der du ausschuldig wirst, der du vollkommen wirst, dort noch unsere, wie soll ich sagen, noch unsere Stelle, also der Jesatz und so, wo die keine Chance. Und den Fluch, wo er angebracht wird, dort noch alles absagt, an der Beacon erleist wurde. Und Christus hat uns erleist, Vers 14, das sagt, so dass Abraham sein Segen durch Christus Jesus auf der Welt gekommen wird. Und so haben wir den Jesus gekriegt, der uns versprechen wird, wann wir glauben würden. Was für ein großer Segen für uns. Dass wir freigemerkt sind vom Fluch und der Gebundenheit von dem Jesatz. In eine Ehe für unseren Herrn Jesus, dass sein Geist in uns ist und die seine Säulen sein werden. Was für eine Freiheit, nicht so? Und Jesus hat sein Leben gegeben. Freiwillig. Ein Abschuldiger für die Schuldigen. Er hat sein Leben gegeben, und dass wir können erlöst werden. Und das wird egoistisch nicht von uns sein, wenn wir aber nur würden das ignorieren und würden glauben, dass unsere eigene Wahrheit, wo wir bleiben, wird besser sein, als das, was Jesus gemerkt hat. Er hat uns erlöst, und so haben wir den Heiligen Geist gekriegt, der uns versprechen wird. Der Heilige Geist ist Versprechen, einen jeden, der an Jesus glaubt. Der Versprechung ist für den Glauben. Und wir können in Apostelgeschichte 19 einlesen, da sagt das so, aus Apollos in Korinther reist Paulus durch die Hochländer und kam nach Ephesus. Dort traf er Botania und früh an kriege den Jesus aus hier zum Glauben kommen. Wenn wir zum Glauben kommen, kriegen wir den Heiligen Geist, den uns versprochen ist.
En dat is wat het is. De geloven gerechtvaardig. Vers 8. Da lezen we dat de geloven, dat is klar, dat Jesatz geen mens voor God gerecht is. Weet wer durch den geloven gerecht is, zal leven. Also, rechtvaardig, dan komt er geloven. Dat komt niet durch geboten, dat komt niet durch Jesatz. Vielleicht sagst du, naja, dat Unglauben als Unworten als der Glauben Daut. Aber weet je wat, dat schafft uns anders schon. Dat is, wenn wir den Glauben angenommen haben, durch das folgende Worten und nicht Worten durch das wir Glauben haben. Wenn wir einmal uit ons kommen, nur Gode zurückkommen, wenn ich hier statt Gode in uns nennen gekommen wird. Also, wenn das Glauben aber immer in uns Platz gefunden hat und wir glauben dort, dann wurden unsere Worte durchgehalten, so wie Abraham. Dass er glaubt Gott und er wie gehorsam, er was Gott sagt, dort wird gehört. Er hat uns erleist. Und wir sind durch Glauben gerechtvaardig. Der Gerechte wird durch den Glauben leben. Abraham wird gerechtvaardig durch Glauben, weil er glaubt. Und Vers 6, und das wir für 430 Jahre vor dem Gesetz überhaupt geworden wird. Und wenn wir gucken dann, diese Verheißung, was Gott Abraham gegeben hat, die will über 400 Jahre vor dem Gesetz kennen. Und das Gesetz hat wir durch Engel und durch den Vermehrte übersiegt. Und das hat nicht derselbe Weg als das, was wir von Jesus direkt kriegen. Also diese Verheißung, was Gott direkt Abraham gegeben hat. Und dass er all im Verrückt, all im Mose sieht, dass durch Glauben soll alle Mann gesehen werden. Durch Abraham soll jeder gesehen werden. Das meint, wer so bleiben wird, so ist Abraham, der wird gerechtvaardig durch Glauben. Und nicht durch Jesatz, nicht durch Beschneidung, dass wir ein Ticken, aber dass wir nicht in Mittel wodurch können gerecht werden. Johannes 4, Vers 30 gesagt hat, ich sage ihm die Wahrheit, wer mein Wort hielt und dem glaubt, der mich geschickt hat, dort hat nach einem. Ich sage ihm die Wahrheit, wer mein Wort hielt und dem glaubt, der mich geschickt hat, hat das euer Leben. Und kommt nicht in das Gerecht, aber ist von Daut zum Leben gekommen. Also wenn wir glauben an Jesus Christus, dann sind wir seilig. Das ist wir. Das ist wie gerechtvaardig. Weil der Radung kommt durch den Glauben. Und nach ein paar Versen mehr, los ich in Römer 3, Vers 27, 28, da sage ich, was wird dann von all ans Grund leben? Dort es übernommen, durch Wort von Gesetz, durch Worten? Nee, durch ein Gesetz dort üben glauben kann. Wir stimmen nur ab, dass ein Mensch durch den Glauben gerecht wird und nicht durch Worten, der das Gesetz verlangt. Also wir wurden durch Glauben gerecht. Und wo wir eben sagen können, dass ein Mensch, der wird durch Glauben gerecht und nicht durch Gottes Wort. Und das ist dort, wo ich am Anfang sehe, dat is een middel wat Christus de Jnod, so dat we hierop worden durven geloven, dat is wat Jezus uitgesteld heeft, wat hij verzorgd heeft om dit bedürfnis te staan. Dat Jesatz, dat wijst ons bedürfnis, de Jnod is dat wat God verzorgd en uitgesteld heeft om ons bedürfnis te staan. De geloven is de persoonlijke omwandel tot on te nemen wat God uitgesteld heeft. Also der Jesatz ist es nicht möglich, gerettet zu werden, weil wir fallen durch. Keiner ist imstande, das Gesetz vollkommen auszuleben. Und wir haben zum einen verfehlen wir uns an der Augen. Jesus Christus kann freiwillig enorm den Fluch, das über uns wir enorm von uns rauf runter, das sich durch den Kreuz. Und so er hat den Weg aufgemerkt, dass wir keine Gott kommen. Was wir nu doen machen, das ist entscheiden, zu glauben. So ist Abraham der. Und wenn wir glauben, dann das ist an die Gehorchen gestanden mit Abraham.
wo hij God en alles vertrouwen leidt. En dat hij alles krijgt wat hij dus God zijn leidt. En dat is dat. Er geloven, dat om te nemen en Gottes woord te bevolgen. En we willen nog beden. Voor im Himmel, ik zei die dankzij voor die woord. En ons wünschen gebet is dat viele, die nog niet gaan, die nog niet aangenomen haben, was für seine Heiland, nicht den Wegweiten fein oder nicht Klarheit darüber haben, ihr werdet ich beten, dass du musst durch den Geist wiesen und Klarheit schenken, dass wir einzig durch die Jnod, einzig durch das Opfer, und dass du den Sinn, dass du das Jesatz, dass du den Fluch abnimmst, und dass durch die alle, die wir glauben, so haben, der Rechtfertigung in die Fänge. Ich will die Frau unter dem Wort sehen jeder einer, der du hörst. Und wir danken die und wir beten dir in Jesus' Namen. Amen.